Und heute zeige ich dir, wie du dein Wahlhebelmodul selbst ausbaust und wieder einbaust. Wenn dein Wahlhebelmodul Probleme macht und die Gänge nicht erkennt oder nach dem Starten nicht in den nächsten Gang wechselt, dann ist es Zeit, dein Wahlhebelmodul zu reparieren oder zu wechseln. Und wenn du das selbst machst, sparst du eine ganze Menge Geld. Was du dazu benötigst, ist eine Umschaltknarre, eine Umschaltknarrenverlängerung, einen Steckschlüssel 10 mm, Torx 15, Torx 40 und eine Flachrundzange oder Wasserpumpenzange. Das Wahlhebelmodul befindet sich unter dem Schaltknüppel. Und um da ranzukommen, öffnen wir als erstes den Aschenbecher. Dann mit beiden Händen unter die Abdeckung greifen und kräftig nach oben ziehen. Die Abdeckung ist an der Unterseite mit 2 Haken festgeklippt. Sobald die Abdeckung gelockert ist, das kleine Rollo nach hinten ziehen und dann die Abdeckung nach vorne rausziehen. Du kannst die Abdeckung nicht nach vorne ziehen, wenn das Rollo noch geschlossen ist. Auf der Unterseite ist eine rote Steckerverbindung, die den Fahrmodus bestimmt, C- oder S-Gang, und die holen wir jetzt raus. Die Verbindung kannst du zwischen Daumen und Zeigefinger packen und nach hinten abziehen. Als nächstes wird der Schaltknauf abgebaut. Unter der Abdeckung auf der Vorderseite ist eine kleine Nase und die versuchst du gleich mit den Zeigefingern nach hinten zu spannen und dabei gleichzeitig das Teil nach oben rauszudrücken. Es ist wichtig, dass du das Bauteil nur über die vordere Nase versuchst rauszudrücken, weil die anderen 3 sind viel dünner und brechen ganz schnell ab. Jetzt den unteren Teil vom Ledersack nach oben schieben, damit du darunter an den Sicherheitsring kommst. Das Schwarze, was sich hier unten am Ledersack befindet, das ist der Sicherheitsring und den musst du versuchen gegen den Uhrzeigersinn aufzudrehen, ich sag mal so um 90 Grad. Ist der Sicherheitsring gelockert, kannst du jetzt den Schaltknauf nach oben hin abziehen. Am besten hältst du den Schaltknauf mit beiden Händen fest und ziehst ihn kräftig und langsam nach oben ab. Die Abdeckung kannst du jetzt nach oben abnehmen und beiseite legen. Darunter befindet sich ein Schaumstoffschutz und dieser kommt auch beiseite. Das nächste Bauteil hier ist oben mit 2 Haken gesichert. Die musst du lockern und dann kannst du das Ganze nach oben abziehen. Danach kannst du den Getränkehalter am Boden rausziehen, an dem ist auch eine kleine Lasche. Normalerweise ist an dieser Stelle hier noch ein Münzbehälter, aber den habe ich bei mir schon vor Ewigkeiten ausgebaut. Zum Ausbauen des Aschenbechers muss der geöffnet sein, sonst ist es schwer, den gleich da rauszufummeln. Mit einem Schlitzschraubendreher und einer Drehbewegung holst du gleich den Aschenbecher aus den Angeln. Der Aschenbecher ist auf beiden Seiten festgeklipst und wenn du die erste Seite gelockert hast und zur zweiten rüber gehst, kann es sein, dass die erste wieder einrastet. Und sollte dir die erste wieder einrasten, dann hältst du mit einer Hand den Aschenbecher leicht nach oben, während du mit der anderen Hand den Aschenbecher lockerst. Jetzt den Aschenbecher zur Hälfte schließen und langsam nach oben rausfummeln. Hier auf der Unterseite des Aschenbechers ist ein Stecker und den musst du nach oben abziehen. Von unten kontere ich das Ganze mit meinem Daumen, oben ist der Zeigefinger dran und dann wackele ich den Stecker da aus der Verbindung. Jetzt ist am Rand hier auf jeder Seite so ein kleiner Schutz. Darunter befindet sich eine Torx 40 Schraube und den müssen wir nach unten hin ausklipsen. Als nächstes musst du die beiden inneren Schrauben lockern, und zwar mit einem Torx 15. Die beiden äußeren bleiben unangefasst. Hier seitlich, diese silbernen Schrauben, das sind Torx 40 und die müsst ihr nicht rausdrehen, sondern die müssen freigedreht werden. Das ist sozusagen ein Steckmechanismus. Als nächstes zieht ihr die Steckerverbindung, die im Wahlhebelmodul steckt, raus und packt sie beiseite. Das Wahlhebelmodul ist mit 3 Schrauben festgemacht.
Steckschlüsselsatz Größe 10 und eine Schraube befindet sich vorne und 2 hinten. Jetzt können wir die Armlehne schon fast komplett abnehmen. Die letzten beiden Schrauben befinden sich jetzt in dem Fach unter der Armlehne. Dazu das Vlies am Boden rausnehmen. Und hier sind jetzt ebenfalls 2 Schrauben, Steckschlüsselsatz Größe 10. Alle Schrauben sind gelockert und jetzt können wir die Armlehne nach hinten rausschieben. Leg dir ein Handtuch hinten auf die Rücksitzbank, damit du dir die Garnitur nicht zerkratzt. Und dann die Armlehne mit einer Hand von hinten hochheben und mit der anderen von vorne nach hinten schieben. Jetzt hast du das erste Mal auch freien Zugriff auf das Wahlhebelmodul. Hinten am Wahlhebelmodul ist jetzt noch der weiße Stecker, der kommt als nächstes ab. Dazu das Wahlhebelmodul leicht anheben, den Stecker leicht reindrücken und im Uhrzeigersinn 90 Grad öffnen. Jetzt ist das Wahlhebelmodul von unten noch mit deinem Getriebe verbunden. Dazu das Wahlhebelmodul leicht anheben und Richtung Beifahrerseite ziehen. Auf der unteren Seite ist jetzt ein kleiner Sicherheitsring. Der Sicherheitsring an sich hat eine kleine Nase. Die musst du jetzt so drehen, dass du mit der Zange da rankommst. Und dann als nächstes mit der Zange den Ring vorsichtig abziehen. Pass auf, dass dir dabei der Ring oder das Gummi, wovon ihr den Ring abgezogen habt, dass das nicht runterfällt in dieses Loch unter dem Wahlhebelmodul, weil dann liegt es unterm Auto. Und jetzt kannst du das Wahlhebelmodul komplett rausnehmen. Du hast jetzt die Möglichkeit, das alte Wahlhebelmodul auszutauschen gegen ein neues oder das alte Wahlhebelmodul zu reparieren. Und wie das genau geht, zeige ich dir in den nächsten Videos. Und jetzt als nächstes baue ich das Wahlhebelmodul wieder ein. Das Wahlhebelmodul wieder auf den Pin setzen und leicht absenken und nebenbei den Sicherheitsring fertig machen, schon mal auf eine Zange packen und dann wieder drauf schieben. Nachdem der Sicherheitsring wieder fest ist, wackelt nochmal an dem Sicherheitsring, seid sicher, dass er nicht wieder abgeht. Wenn alles wieder fest ist, das Wahlhebelmodul absenken und an den hinteren beiden Schrauben könnt ihr sehen, ob die Position stimmt. Ihr könnt dann von oben die Schraubeneingänge sehen. Die weiße Steckerverbindung mit Druck nach hinten anlegen und um 90 Grad einrasten lassen. Nochmal dran wackeln, ob auch alles fest ist. Jetzt die Armlehne von hinten wieder nach vorne vorsichtig ranschieben. Achtet dabei darauf, dass die Kabel nirgendwo untergeklemmt sind. Ob die Armlehne und das Wahlhebelmodul richtig sitzen, seht ihr hier an diesen 2 Messingverbindungen. Als nächstes die Armlehne wieder öffnen und die Armlehne am Boden befestigen. Als nächstes schrauben wir das Wahlhebelmodul fest, dazu die 3 Schrauben reinlegen und wieder festdrehen. Die Steckerverbindung vom Wahlhebelmodul vorne wieder draufstecken. Und wenn alles passt, dann an den Seiten mit dem Torx 40 die Armlehne wieder mit der Konsole verbinden. Die beiden inneren Torx 15 Schrauben mit der Hand leicht anziehen und den Rest mit dem Schraubendreher reindrehen. Dann die Schutzabdeckung für die 2 Torx 40 Schrauben von unten einmal einhaken und reindrücken. Ich versuche hier nochmal eine Nahaufnahme davon zu machen, vielleicht sieht man das da besser. Die Innenwand wieder positionieren und oben an den 2 Clips festmachen. Als nächstes die Einlage für den Getränkehalter einlegen. Jetzt noch das Vlies unter die Armlehne packen. Dann den Aschenbecher wieder verbinden. Dazu das Kabel von unten wieder einstecken. Um den Aschenbecher wieder zurück in seine Position zu bekommen, müsst ihr ihn zur Hälfte aufmachen und ein bisschen mit dem Mechanismus spielen, damit er da reinrutscht.
Macht den Aschenbecher nochmal auf und zu, guckt, ob alles flüssig ist. Wenn der Aschenbecherdeckel ein bisschen klemmt, dann liegt es daran, dass hinter dem Aschenbecher die Kabel vielleicht im Weg sind. Jetzt den Schaumstoffschutz wieder um das Wahlhebelmodul packen. Den kleinen roten Stecker müsst ihr mitnehmen, der muss gleich zu sehen sein. Die Abdeckung der Armatur von oben wieder drauflegen, vorher das Rollo einen Tick wieder zuziehen. Die Abdeckung aber noch nicht final befestigen. Als nächstes befestigst du den Schaltknauf. Dazu einmal den roten Stecker wieder mit dem Schaltknauf verbinden. Das Leder vom Schaltknauf wieder von innen nach außen krempeln. Und dann den Schaltknauf von oben auf das Wahlhebelmodul draufstecken. Wenn der Schaltknauf komplett auf dem Wahlhebelmodul ist, unten den Sicherheitsring wieder im Uhrzeigersinn zumachen. Als nächstes den Schaltknauf in die Abdeckung klipsen und dazu müsst ihr erst den hinteren Teil des Schaltknaufes einsetzen und dann vorne runterdrücken. Die Abdeckung hebst du jetzt von hinten einmal hoch, dass du da runter kannst. Und jetzt befindet sich vorne auf der rechten Seite des Wahlhebelmoduls so ein Knopf. Und wenn ihr den reindrückt und gedrückt lasst, könnt ihr den Wahlhebel bedienen. Das funktioniert ganz ohne Strom. Das Auto muss nicht gestartet werden. Um die Abdeckung also wieder runterzudrücken, muss der Schaltknauf in der Rückfahrposition sein oder neutral. Und dazu betätige ich jetzt diesen Knopf hier unten mit dem Zeigefinger und stelle dann den Gang auf Rückwärtsgang. Die Abdeckung kann jetzt wieder runtergedrückt werden. Dazu hinten die Abdeckung einmal wieder einklippen und vorne links und rechts kräftig runterdrücken. Und das war's. Jetzt ist das Wahlhebelmodul komplett eingebaut und ihr könnt das Auto starten. Und so wechselst du dein Wahlhebelmodul selbst und sparst dir die hohen Werkstattkosten dafür. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Drückt den Abonnieren-Button, wenn ich mehr solcher Videos machen soll. Infos und Werkzeug findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.